Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Wenn Sie mehr Umsatz und mehr Gewinn hätten, was würde sich für Sie ändern? Mehr Zeit für Sie selbst, für Hobbys, für Familie, mehr Ruhe, mehr Muße, für die schönen Dinge des Lebens. Während Sie noch so ein bisschen von der heilen Welt träumen, zeige ich Ihnen mal die Vision von Action Coach. Wir Action Coaches weltweit haben die Vision weltweiter Wohlstand durch neues Denken und Handeln als Unternehmer. Schnelle Frage zwischendurch. Darf ich Sie duzen? Ich mache das sowieso mit meinen Kunden und manche Dinge sind einfacher per Du zu erklären. Einverstanden? Okay, alles klar. Also, es gibt nun 5 Bereiche im Marketing und im Vertrieb, die euer Geschäft beeinflussen und die müsst ihr kennen. Ja? Ich möchte euch das als Action Coach Business Chassis vorstellen. Also stellt euch ein Auto vor und dieses Auto hat ein Chassis und in diesem Chassis sind 5 verschiedene Bereiche. Und ihr konzentriert euch ab sofort nur noch auf die folgenden Bereiche. Erstens, Anzahl Interessenten. Wie viele potenzielle Kunden gibt es und wie finde ich die? Wie viele Kunden auf der Welt mögen meine Produkte oder meine Dienstleistungen und wo kriege ich die her? Zweitens, die Umwandlungsrate oder neudeutsch Conversion Rate. Wie viele von diesen Interessenten werden bei euch Kunde? Drittens, die Anzahl der Transaktionen. Wie oft kaufen diese Kunden im Schnitt pro Jahr bei euch? Und zwar die Neukunden als auch die bestehenden Kunden. Wie viele Transaktionen im Jahr? Viertens, Durchschnittsumsatz. Wie hoch ist der durchschnittliche Umsatz pro Kauf? Kauft der für 10 Euro oder für 100 Euro? Macht einen großen Unterschied. Und dann ganz zum Schluss Nummer 5, die Marge. Welche Marge erzielst du mit deinem Unternehmen? Ist das so wie im Lebensmittelhandel bei 2% oder wie bei einem Textilunternehmen bei 30%? Jetzt schauen wir uns die Formel mal genauer an, mit der diese 5 Wege zu deinem Gewinn führen. Ihr habt in eurem Workbook eine entsprechende Übersicht und könnt die schon mal dazu nehmen. Also, diese Formel. Interessenten mal Umwandlungsrate ergibt die Anzahl der Kunden, mal die Anzahl der Geschäfte, mal den Durchschnittsumsatz ergibt den Umsatz, mal die Marge ergibt den Gewinn. Mit dieser Formel schaffen es Unternehmer weltweit, ihren Gewinn zu erhöhen. Und das ist das Schöne. Wenn ihr in jedem Bereich nur ein bisschen am Rädchen dreht, werdet ihr eine große Auswirkung auf euer Geschäft erleben. Beispielgefällig? Also, gehen wir die Formel mal mit den echten Zahlen von meinem Kunden durch. Ich habe mir das hier mal ausgedruckt, was ich mit einem meiner Kunden sozusagen erarbeitet habe. Der hat 400 Interessenten. Ja, wir haben das gemessen anhand der Anrufe und der E-Mails, die er auf die Info-Adresse im Monat bekommt. Und da sind wir bei 400 Interessenten rausgekommen. Von diesen 400 Interessenten, dann haben wir festgestellt, er hat im letzten Monat 100 neue Kunden bekommen. Heißt, von diesen 400 Interessenten sind 100 Kunden geworden, ist eine Umwandlungsrate von 25%. So, mit diesen 100 Kunden hat er jeweils 2 Deals gemacht. Also die haben erst was bei ihm gekauft und dann haben sie nochmal was nachgeordert oder haben nachgekauft. Das heißt, er hat mit diesen 100 Kunden 2 Geschäfte gemacht und hat damit einen Durchschnittsumsatz von 300 Euro erzielt. Und wenn ich dann 100 Kunden mal 2 Kaufakte mal 300 Euro Durchschnittsumsatz habe, liege ich bei 60.000 Euro Umsatz. Jetzt hat der in seinem Unternehmen eine Marge von 20%. Das haben wir ausgerechnet mit der letzten BWA. Bedeutet, 60.000 Euro mal 20% Marge ergibt einen Gewinn von 12.000 Euro im Monat. So, das ist Ausgangspunkt, das ist die Formel. Die 400 Interessenten mal die 25% Umwandlungsrate ergeben 100 Kunden, die kaufen 2-mal mit einem Durchschnittsumsatz von 300 Euro, erreichen damit einen Umsatz von 60.000, mal die Marge von 20% ergibt einen Gewinn von 12.000 Euro.
Ganz simpel. Diese Zahlen könnt ihr dann später auch in dem Workbook mit euren eigenen Zahlen ergänzen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, wir steigern die Anzahl der Interessenten um 10%. Das heißt, statt 400 interessieren sich im nächsten Monat 440 Leute für uns. Statt 25% schaffen wir 10% mehr Umwandlungsrate, das heißt, wir liegen bei 27,5%. Ergibt schon 440 mal 27,5, der schnelle Rechner zeigt es, ergibt schon 121 Kunden statt 100 wie bisher. Diese 121 Kunden machen nicht nur 2 Geschäfte oder 2 Transaktionen, sondern 10% mehr heißt im Schnitt 2,2. Das heißt, wir haben jetzt 121 Kunden mal 2,2 Kaufakte mit einem auch um 10% gesteigerten Durchschnittsumsatz von 330 €, kommen wir schon auf einen Umsatz von 87.846 €. Und ihr seht, vorhin hatten wir 60.000 und jetzt haben wir die 87.846.000 € Umsatz. Parallel haben wir auch noch ein bisschen was an der Marge getan. Das heißt, wir haben die Marge um 10% gesteigert. Wir liegen nicht mehr nur bei 20%, sondern bei 22%. Und schaut euch die Rechnung an. Wir liegen jetzt bei einem Gewinn von 19.326 €. Das ist eine satte Steigerung um 61%. Und ihr seht, wir haben in dieser Formel wirklich nur in jedem der 5 Bereiche um 10% gesteigert. Aber beim Gewinn sind wir auf einmal bei plus 61%. Beim Umsatz sind wir auf einmal bei plus 46%. Das ist die Kraft dieser 5-Wege-Formel. Und genau das machen wir jetzt mit eurem Unternehmen. So, jetzt seid ihr dran. Ladet euch den 5-Wege-Rechner runter, falls ihr es noch nicht getan habt. Den Link seht ihr und bestimmt eure Ausgangssituation. Wenn ihr ein Problem mit der Berechnung habt, schickt mir eine kurze Nachricht und wir machen das im Nachgang gemeinsam. So, ihr habt jetzt eine Pause gehabt und habt eure Zahlen herausgefunden oder geschätzt, je nachdem. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, wer ist das eigentlich, die diesen Kurs hier hält und wieso kann die das oder woher kann die das? Und ich muss euch sagen, ich bin seit 5 Jahren Business Coach und habe das tatsächlich gelernt, denn ich war Geschäftsführer in verschiedenen Unternehmen und war immer für Vertrieb und Marketing zuständig. Mein Herzblut ist Vertrieb und Marketing. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass mittelständische und kleine Unternehmen lernen, mit diesen Marketing- und Vertriebstools umzugehen und dafür zu sorgen, dass unsere Arbeitsplätze sicher werden für die Mitarbeiter und dass wir mehr Umsatz machen und dass für den Unternehmer am Ende des Tages mehr Gewinn übrig bleibt, der dann dazu führt, dass er mit seiner Familie auch ein schöneres Leben hat. In den nächsten Modulen dieses Online-Kurses werde ich euch durch jeden dieser 5 Bereiche führen. Ja? Ihr habt euren Ausgangspunkt im Unternehmen jetzt bestimmt und lernt nun, was ihr für mehr Gewinn im Unternehmen tun könnt. Während ich euch diese einzelnen 5 Bereiche näher bringe, macht euch Notizen. Notiert Ideen, notiert Strategien, die für eure Branche, für euer Unternehmen passen könnten. Ich gebe euch sehr, sehr viele Beispiele an die Hand. Und ihr könnt diesen Kurs auch mehrfach durcharbeiten, weil ihr werdet immer wieder etwas aufnehmen, was ihr vorher noch nicht so wahrgenommen habt. Nach dem Kurs geht es ans Umsetzen. Ihr testet und messt den Effekt und dann wird justiert, dann wird wieder an den Stellschrauben gedreht und Geld gezählt. Einverstanden? Gut. Unser gemeinsames Ziel ist, dass ihr euch durch diese Strategien und Taktiken die Akquisekosten sparen oder senken könnt. Also den sogenannten Lebenswert oder Lifetime Value eines Kunden erhöht. Wie viel ist dieser Kunde mir wert? Wie viel Umsatz mache ich mit dem Kunden und wie viel Gewinn mache ich letztendlich mit diesem Kunden? Wäre doch super, wenn ihr fast nur noch A-Kunden mit hohem Durchschnittsumsatz und vielen Kaufakten pro Jahr hättet, oder? Das ist unser Ziel. Warum bin ich überzeugt, dass diese 5 Schritte oder besser gesagt diese 5 Wege funktionieren? Weil ich sie selbst für mein Unternehmen ausprobiert habe und seit 2018 mit meinen Kunden auch diesen Weg gehe. Es funktioniert. Und wenn ihr hängt, wenn ihr nicht weiterkommt, dann schickt mir eine Nachricht, weil viele Unternehmer wie ihr haben das vor euch auch hingekriegt und es gibt keinen Grund, warum ihr das nicht auch schaffen solltet. Aber Achtung, es gibt nur ein Risiko. Und ich will das mal im Original mit den Worten unseres Action Coach Gründers Brett Sugars sagen. Biggest risk you can take
is to do nothing. Das größte Risiko, das ihr in Kauf nehmen könnt, ist, nichts zu tun. Ihr schaut diesen Kurs und setzt hinterher nichts um. Das ist euer größtes Risiko. Alles andere funktioniert.